Und hier sind wir bei einer neuen Folge von The Outer Worlds. Auf dem Weg zurück. Hier will ich rein. Ich habe das Logikmodul. Okay, und jetzt? Ups. Okay, gut, dann können wir da zurückkehren. Ja, wow, hätte ich jetzt genau bauen können. Und jetzt muss ich hier eigentlich nur noch umstellen, weil ich muss eigentlich die Roboter auch nicht mehr umstellen. Ich habe alle getötet. Ja, es ist eigentlich klar, dass ich nicht der Fabrik den Strom gebe, sondern unseren... Hey, Mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Ja, nein. Ah, was ist denn deine Meinung? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. Ja. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. Das mag sein. They don't deserve to be punished. Ja. Aber die Deserteure sind ja auch eine Gemeinschaft. Oder? Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. Und das kannst du ja für alle machen. McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Reed meinte, dass Edgewater ohne Arbeiter und Strom zugrunde gehen würde. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Ja, das ist eine doofe, schwierige Entscheidung. Ich weiß, was du meinst. Ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Ich muss Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Eigentlich bin ich nicht bereit, weil ich weiß es nicht. Mach dir keine Gedanken, ich habe das sowieso gar nicht. Ne, ich bin froh, dass du etwas gesagt hast. Ich höre gern, was du zu sagen hast. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words. Ja, halt den Mund. So, aber ich weiß jetzt nicht, welche Entscheidung ich treffen soll. Auf der einen Seite, ja, sie hat recht. Ich möchte schon irgendwie die Konzerne auch unterstützen. Beziehungsweise die Leute halt, die dort leben. Aber die draußen sind halt frei, ne? Die haben sich losgelöst und die haben den Planeten wieder fruchtbar gemacht. Wenn ich jetzt auf Strom umleiten gehe, dann muss ich Strom fortsetzen. Okay. Edgewater. Ich mach's Botaniklabor. Ich mach's Botaniklabor. Ja, also mir sind die Deserteure, die Firmen sind halt, ja, ich weiß nicht, ob ich so in so einer Welt leben will, weil wenn ich da im Endeffekt nur ein stinknormaler Arbeiter bin, dann bin ich ja im Endeffekt nichts. Weil ich muss mich ja auch in Zukunft hier irgendwo einfinden, ne? Und in der Firma bin ich dann nichts, wenn ich nicht was Höheres werde. Und auch wenn, muss ich ja eine Firma fast übernehmen, um da irgendwas zu sein, ne? Und wenn mich die Firma nicht mehr braucht, dann bin ich halt weg. Und sie was Besseres findet. Und ansonsten, ja, ich glaube, das ist schon das Richtige, was ich gemacht habe.
Ich glaube, ich bin auch durch hier, ne? Ging schneller, als ich gedacht habe, dieses Geothermiekraftwerk. Interstellar Championship. Risers Rangers versus Spacers Chosen. Es ging jetzt wirklich alles schneller, als ich gedacht habe. Ich kann einmal hier zu Reed zurück. Ja, ich muss schon Wort. Ja. Ja. Und hier können wir zu Ludwig. Wind Ludwig. Da ist der Ludwig. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. Jo. Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to Ja, sabotage könnte us. sein. Ja, das... du hast etwas von einem Loki-Modul gesagt. So eins habe ich im Geothermiekraftwerk gefunden. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Aber angesehen bin ich bei Spacer's Choice. Für das, dass ich hier denen das Wasser abgedreht, den Strom abgedreht habe. Wir haben doch noch Strom hier, das leuchtet. Sieht die Stadt jetzt irgendwie anders aus? Oh. What are we supposed to do now? Exercise patience and contemplate the scriptures. Hi. Oh, it's you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. Okay. You picked a fine time to visit, stranger. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Was? I paid his burial fees, didn't I? Let the dead sleep. Ich habe einen Brief an Conrad gefunden. Didn't anyone ever tell you not to go rifling through other people's Meh, correspondence? meh, 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 meh. Du wolltest Eugenes Goldsteine stehlen. Excuse you. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein already belong to Spacer's Choice. And we're all part of the Spacer's Choice family here. So kann man Never natürlich mind. I auslegen. don't have to explain myself to you. Somebody's been spinning a tale about a lost colony ship. Talk like that'll get you reported real quick. Okay, ciao. Hallo. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Also, eigentlich, ich mag dich nicht. Ich schulde dir keine Erklärung. You're right. I put the fate of our town in the hands of some feckless transient. This is my fault. And all Edgewater's paying for my mistake. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Das
geht nicht. Was passiert jetzt mit Edgewater? Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Apologies won't give us our lives back, but for what it's worth, I am sorry too. Ja, okay, ich geh jetzt. Kann ich dich töten? Gut. Gut, wenn er es jetzt so haben will. Hey, bleib hier! Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Okay, ich habe Reed getötet. Oh, Reed Schlüssel. Kommst du wieder? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich... Aber die hätte ich ja sowieso töten müssen. Okay, hier hast du aufgeräumt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ob das so die richtige Lösung gewesen ist? Aber er hat ja nicht anders entscheiden können, ne? Also er musste ja so machen. Oh, Energieregulator. Und die Möglichkeit gibt es im Spiel, dass ich so entscheide, wie ich entschieden habe. Also ist es ja weder richtig noch falsch. Ne? Das ist eine persönlich subjektive Ding. Und was wäre gewesen, wenn ich... Oh, hallo. Ja, dann kann ich jetzt auch schon richtig loslegen, ne? Are we getting paid or not? Any loss of productivity will be deducted from your pay. Oh nein, ich möchte hoch. Adelaide was right for me. I put my whole life in that cannery. Was? Ich weiß nicht, ob das war... Hallo. What are we supposed to do now? Heißt es, der Aufzug kommt jetzt runter, oder? I put my whole... Are we getting paid or not? Ich mach mal schnell einen Fertigkeitspunkt. Irgendwas wollte ich hochmachen, oder? 10 Punkte. Ich habe keine Ahnung. Nahkampf nutze ich sowieso nicht so, ne? Überzeugen, Niederkauendauer, wow. Lügen, Verwirrendauer, Schneckenflächen, Flächeneffekt, okay. Das nutze ich sowieso. Wobei Hacken und Schlossknacken, was wäre vielleicht? Tüftelkosten, schalte den dritten Medizinplatz. Ich möchte jetzt mal auf 50 komme ich dann da hoch. Minimaler Rüstungsdinger Schaden plus 10%. Ja, das da, ja, ich muss das da machen. Ich muss die Langwaffen auf 60 hochbringen. Anwenden. Vorteile immer noch hier. Gehgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit. Das da ist nicht schlecht. Was war's? Das da. Haltbarkeitsverlust. Kodex, der Energieregulator.
Kalkulator. Kehrt zu deinem Schiff zurück. Ja, das können wir machen. Eigentlich möchte ich aber noch da oben hin. Mr. Thompson is aware of your concern. Aber ganz kurz, ich möchte ganz kurz mal schauen. Und zwar einmal hier drin, den kann ich doch jetzt mitnehmen, theoretisch, den Kerl, oder? Hallo, Mika. If you've come to ask forgiveness for Reed Thompson's murder, I'm afraid OSI theology has little to say on the matter. Ist es dir völlig egal, was ich getan habe? To Thompson? No. I'd prefer not to join him, of course. Ja, komm mit. I have greater goals to achieve in my Ich weiß lifetime nicht. than meeting a quota of canned fish. Ja, zurück zum Thema. What would you... Äh, All the lights in town went out. ich muss mal kurz... I'm surprised you would go... I'm not sure what. Ja, das interessiert... Okay, Free... jetzt habe ich schon alles übersprungen. I'm glad you stopped by. I've been meditating since you... You're my best chance at getting that book translated. And... Ja, komm her. Please, not... Fantastic. Edgewater's gonna miss you. Thank you, Ms. Holden. It is my esteemed pleasure. Oh, achso, ich kann mehrere mitnehmen gleichzeitig. Okay, cool. Kommen die beide dann mit? Die kommen beide mit? Gut, ich hätte die Gespräche jetzt nicht überspringen sollen, habe ich aber jetzt gemacht. Ist halt so. Ganz kurz, ich möchte noch... Der hat auch ein bisschen was hier. Und den kann ich jetzt... Oh. Grundlegend, generierte Bedrohung. So. Du kriegst einmal Hacken. Und... Das da. Achso, ne, geht nicht. Okay, cool. Sie hat die Pistole und das. Er hat die Schrotflinte, das ist gut. Was ist das hier? Schockstab? Er kriegt den Schockstab. Karte, Lokal, Region. Ich möchte ganz kurz ins Botaniklabor. Weil ich nur mal nachfragen möchte, wie es den Leuten jetzt dort geht. Jetzt, da die ja die komplette Energie haben, sollten die eigentlich Zulauf... Okay, beide sind da. Oh gosh, it's so pretty. Ja, schon, ne? Du wolltest das alles vernichten. Und die Chefin. Hey, Chefin. Wo ist die Chefin? Chefin, da ist die Chefin. Hey. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. Gibt es einen Grund, weswegen du Groll gegen einen toten Mann hegst? My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Mhm. Was passiert jetzt? Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. The town was enslaved to its cannery. You set them free. Ja, The ones who survived the shock of their own liberation Das will ist es thank halt. you someday. mhm. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing.
The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Das nicht, das nicht. Das nicht. Ja gut, das und das. Ich will halt nicht in der Firma irgendwie rein. Ja. Mir gefällt die Vorstellung nicht, Reeds Lakai zu sein. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. Okay. Dann machen wir mal eine schnelle Schnellreise zum Landeplatz. Tada! Weil jetzt, glaube ich, geht es ja erst richtig los. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Ja. Listen to me babbling. Ja. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Ja, das kannst du jetzt machen. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Die Deserteure haben Edgewater den Rücken gekehrt. Nichts hält dich davon ab, das Gleiche zu tun. I have imagined it, but until you came along, I never thought I had the choice. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Nö. Ich nehme dich gern mit. Such dir eine Kabine aus, in der du bleiben möchtest. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Okay, die ist cool. Die mag ich. Ich nicht. Auch eigentlich schon. Nein, eigentlich nicht. Ich bin jetzt da. Ach, hier. Hallo. Bin da. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Ja, ja. What can I do for you, Captain? Ich habe den Energieregulator. Do you know how to install a power regulator? Ja. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ich komme wieder. Da haben wir Energie. What can I do for you, Captain? Ich habe den Energieregulator eingebaut. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Einen Moment noch, ganz kurz. Das sind die Sachen, die jetzt... Da fehlt aber eine Waffe, ne? Reparieren. Reparieren. Okay. Modifizieren. Habe ich eine Mod da? Ja. Nein. Für sie auch nicht. Dafür? Auch nicht. Verdammt. Dafür? Nein, auch nicht. Dafür. Oh, dafür habe ich eine Mod.
Dann habe ich doch dafür auch eine Mod. Nee, habe ich nicht. Ah, doch. Mr. Ouch. Ja, komm, Mr. Ouch wird eingebaut. Zerlegen. Die Schaufel. Das da. Jetzt zerlegen wir mal alles. Reparieren. Das und das. Oh, zerlegen. Ah ja, das sind 3, okay. Ich habe zu viel zerlegt. Ich hätte ihm nämlich eine Rüstung geben können, ne? Okay, ganz kurz mal. Parvati hat das da. Ich kann ihr nichts mehr geben, sonst. Er. Ja, ich habe keine Rüstung für ihn, aber er kriegt auch noch eine. Das habe ich jetzt nur falsch gemacht, aus Versehen. Kann ich keine Rüstung herstellen? Nee, ich habe auch keinen Mod mehr da. Tüfteln, da kann ich es nur besser machen, ne? Ja, gut, nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ja, okay, dann habe ich es jetzt doch schon. Nee, eine Sache wollte ich noch gucken. Nein, verdammt, ich habe gedacht, es geht auf. Okay, dann kommt es vielleicht noch. Alles klar. Lasst mich mal durch, wir fliegen jetzt in den Orbit. Ja. Welcome back, Captain. All systems are now operating within acceptable parameters. Shall I take our ship into orbit? Jo. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Gut, ich habe schon auf eine Nachricht von ihm gewartet. Aha, there you are. Hale and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Mir schwindelig und ich kann die Zeit verlangsamen. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Warum brauche ich einen Navigationsschlüssel, um auf einem Planeten zu landen? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Okay. Hence, Miss Gladys Kelly. Okay. Was hindert mich daran, Halcyon einfach hinter mir zu lassen? Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Okay, Punkt für dich. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the hope. Diese Gladys, woher weiß ich, dass ich ihr vertrauen kann?
Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Kann ich irgendwo außerhalb von der Stellar Bay landen? In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Okay. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, Dr. Gladys Culkelly. Ja, okay. Dann rede ich halt mit ihr. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Dafür bin ich bestimmt eine gute Verwendung. Danke. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. Okay. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Verstanden. Oh, cool. Das ist schön. Okay, das ist das Navigations... Oh. Alter, das ist viel. Olympus? Achso, das ist Olympus. Was ist dann das hier? Skiller? Ich weiß das. Keller 2, da war ich jetzt, ne? Ein idyllischer alienlicher Planet, Halcyons wohlhabende Elite lebt in der Hauptstadt Byzantium. Während die Arbeiter der Kolonie in Konzernsiedlungen an der Grenze zur unbesiedelten Wildnis untergebracht sind. Ich glaube, da war ich jetzt, ne? Ich bin das Labor, eine verlassene Asteroidenbasis in den Ringen von Terra 2, die jetzt eine Mehrzweckfunktion als Labor, Heimstatt und Werkstatt von Phineas Vernon Wells innehat. Die Groundbreaker, unabhängige Orbitalstation in den Überresten des ersten Kolonieschiffs von Halcyon, geführt von Captain Junlai Tennyson und besetzt von den Nachfahren der ursprünglichen Crew. Olympus, der größte von Halcyons 2 Jupiter-ähnlichen Gasgiganten. Die Oberfläche des Planeten selbst wird von ewigen Stürmen heimgesucht, eine Besiedlung ist ausgeschlossen. Haben wir noch Typhon, ein unbewohnbarer, eisüberzogener Planetoid, aber dann des Halcyon-Systems. Typhon hat eine Halcyon-Kolonie nichts zu bieten. Hephaestus, der sonnennächste Planet. Die Hephaestus Mining Company hat hier die ersten Außenposten errichtet und damit den Planeten für sich beansprucht. Monarch, einer der vielen Körper, die Olympus umschwirren. Ursprünglich als zweite bewohnbare Welt von Halcyon gedacht, musste dieser Mond vom Vorstand wegen monströser und gefräßiger Dünn aufgegeben werden. Skylla. Skylla ist einer der größten Asteroiden im Charybdis-Feld, das Halcyon umkreist. Hephaestus Mining hat Ansprüche auf den Felsbrocken angemeldet, aber die Schürfstellen ist seit Jahrzehnten verlassen. Tartarus, nach seiner höllischen Atmosphäre benannte Planet, ist der Ort, wo der Vorstand das als Labyrinth bekannte Hochsicherheitsgefängnis betreibt. Oh, wow, cool. Das dauert mich immer noch. Ach, was ist denn das hier? Da fehlt doch ein Planet dann praktisch, oder? Ja, die sind alle hier so auf. Eridanos, Halcyons zweite Jupiter-ähnliche Gasgigant. Seine Atmosphäre ist reich an Wasserstoff, Helium und verschiedenen Erdölgasen. Zirkulationseinrichtungen in der Atmosphäre. Okay, alles klar. Zurück. Ich will noch nicht fliegen. Willkommen bei der Systemkarte. Ja gut, das habe ich jetzt gerade gelesen. So, was wir jetzt in der Folge hier noch machen, das dauert halt ein bisschen länger, aber ich will es halt nicht einfach abschließen und dann in der nächsten Folge machen. Wir sind mich hier rum, ne? Guck mal. Parvati, hallo. Yeah, so this is my hidey spot now. Ja. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Okay. Cozy like, ain't it? Naja. Was hältst du vom Schiff? That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic.
Anscheinend ist Ada diejenige, die das Schiff wirklich fliegt. Fly-by-wire's pretty normal. Or leastways, that's what I read in the trades. I've never been on a real ship before. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. Was meinst du, Papa? Ist das Schiff flugtauglich, jetzt da wir den Regulator haben? I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Aha. Ich glaube, es ist Zeit, dass du weiterziehst. Nee, ist es nicht. Sometimes I can hear Vicar. Nee, es ist, nee, weil das ist mal, ich weiß es nicht. Das will ich nicht sagen. Kann ich hier... Nein. Aber da komme ich runter. Okay, dann würde das Schiff praktisch wieder landen, wenn ich jetzt das machen würde. Interessant, interessant. Sam. Alles klar. Okay, gut. Das sind halt Kabinen hier. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das sind Kabinen. Vika, was machst du? Was hast du da? Untersuchen. Was ist denn das? Eine Wurfball-Sammelkarte, neuwertig. Heißt das? Ja, ist klar. Oh. Tagebuch von Maximilian de Soto, Band 1. Die Glitzerlei dieser Tagebuchseite ist völlig unerlässlich für alle, die nicht Vika Maximilian de Soto heißen. Okay. Doktrinstudien 539 von Gerechtigkeit und Gleichungen. Diese Lehrbücher sind seit mindestens einem halben Jahrhundert vergriffen. Die Ränder sind voll von hingekritzelten Notizen und etlichen Passagen wurden unterstrichen. Die Klebebindung hat die Zeit nicht gut überstanden. Einige Seiten sind lose und der Buchrücken bricht langsam auseinander. Index der verbotenen Schriften. Abwägungen, Qualifikationen, Ethik und Maximen von Literatur. Preis von Globen. Oh Gott. Was ist das? Eine Salbungshilfe nach gealterten Eisberg-Whisky. Ah. Ja, der hat sich auf jeden Fall schon schön eingerichtet. Aber wo ist dann ihr? Oder hat sie da gar keins dann? Ach doch, sie hat hier dann wahrscheinlich, ne? Cool. Ein streng aussehender älterer Mann mit warmen Augen. Foto von Parvatis Vater. Aha. Schraubenschlüssel. Der erste Schraubenschlüssel, den mir der je gab. Eine echte Freundin in jeder Not. Okay. Die Werkzeugkiste mit 500 Nutzen. Jetzt braucht es alles nicht. Die moderne Stahlzange und das Buch hat etliche Esels und Kritzeleien an den Rändern. Okay, sie ist ja wirklich eine Mechanikerin, ne? Das nehme ich alles mit, das kann sie eh nicht gebrauchen. Hier ist Spacer's Choice, bla bla bla. Eine Blume, eine kleine Petunie. Das ist keine Petunie, nicht eine kleine Petunie. So, jetzt reden wir noch mit dir. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Was ist deine Geschichte? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Brutal enthusiastisches Temperament? That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Wieso warst du so passioniert? Oder nee, waren sie nicht religiös? On the contrary. Oh. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace.
I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Aber waren sie nicht wenigstens stolz, als du Vikar geworden bist? They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. Erzähl mir nochmal vom Plan. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created a universal equation that underlies and defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the Grand Architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. Welche praktische Methode? Ja. Abgesehen von dem gelobten Architekten und dem Plan, was glaubst du sonst noch? Scientism, as its name implies, believes that nature abhors equality. The strong survive, and the weak perish for the betterment of the whole. And reason, not emotion, is the seat of all morality. Wisdom means accepting the vicissitudes of life with grace and dignity. Ein grausames Glaubenssystem. I prefer to think of it as looking at reality for what it truly is, not how we'd like it to be. Yes? Ziemlich vertrauenswürdig von dir, dich einfach zu verpflichten, ohne etwas über mich zu wissen. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Okay. Das ergibt ein bisschen Sinn. Aber was ist, wenn das Buch nicht die Antworten enthält, nach denen du suchst? I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. Okay. What about you? What's your story? Ich war Kolonist auf der Hope. Ein Wissenschaftler namens Wells hat mich gerettet. And how did he do that? Er hat meinen Körper von der Hope gestohlen, die sich am Rand der Kolonie befand, und hat mich aufgetaut. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Ich helfe ihm, die Chemikalien zu besorgen, die er braucht, um den Rest der Kolonisten zu retten. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Weil es das Richtige ist. A commendable attitude. Erzähl mir nochmal von dem Buch, das wir geholt haben und das auf Französisch geschrieben ist. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Was war gleich nochmal die Meinung zu den Philosophisten? Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. Irgendeine Idee, wo wir in dieser Kolonie jemanden finden können, der Französisch spricht? I've been thinking on that. There's a former infamous philosophist scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Das klingt nach einer guten Spur. Wir können ihn ausfindig machen. That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Festus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Wie kann so seine Passagierliste dabei helfen, deinen gelehrten Freund ausfindig zu haben, zu machen? I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the philosophist's off-world destination.
Thank you, Captain. Ähm, As always, I am at your disposal. What's occupying your thoughts? wir haben noch nicht alles. Reden wir doch von deiner Suche. Of course. Are you ready to break into security on the Groundbreaker? Ja. Das ist der Plan. Okay. I could... So, Vika, nee, du bist nicht raus aus meiner Crew. Okay, alles klar. Was ist das? Eine Toilette. Okay, das zieht sich jetzt doch hier alles viel länger, als ich gedacht habe. Wo ist mein Quartier? Nee, erstmal ganz kurz. Mein Quartier ist da unten. Mein Quartier ist hier jetzt dann. Ich muss ganz kurz mal mit ihr reden. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Ja, ich hatte mal eine Frage. Weißt du was über die Robotereinheit, die in Abstellkammer verstaubt ist? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Okay. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. Okay. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Okay, ciao. I'll be here. Gut, das zieht sich wirklich alles länger, als ich gedacht habe, aber wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Mein Quartier. Mein Bett. Mein Mülleimer. Wow. Okay. Das ist cool, das gefällt mir. Wer beobachtet? Der Holomantel, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Verkleidung, die Tiere einen Zugang auf Sperrgebiet. Ah, okay, alles klar. Cool. Was ist das? Ein Obsidianschädel unter hohem Druck hergestellt. Diese dekorativen Schädel wurden aus Vulkangestein geformt. Wenn man vor eine Wahl gestellt wird, gibt es manchmal keine andere Möglichkeit, als die Leute auszulöschen, die einen zwingen wollen, diese Wahl zu treffen. Jo. Nachricht für Alex Hawthorne von ungelesene Nachricht von Hugh Bedford. Von Udo Wingman, Udo Wingmans Wingman Bedford an Alex Wingman Hawthorne. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht etwas vergessen. Ich schussel. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpirat mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinem Spacer-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeit mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Udom. Zum Stammverzeichnis. Nachrichten. Archivierte Nachrichten. Oh Gott. Von Hugh Bedford. Liebster Alex, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachricht war zum Totlachen. Ich bin entzückt ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deiner herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in näherer Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens die Kommunikationskanäle der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Infos zu gelangen und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz von Edgewater gelandet bist, sondern mitten in der Wildnis. Du derber Individualist, du. Ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Wie dem auch sei, ein Treffen auf Terra 2 wird sich hoffentlich als ertragreich herausstellen. Ich freue mich schon regelmäßiger von dir zu hören. Dein bester Freund Udom. Alex, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte, denn jeder, der auch nur einen Funken Anstand besitzt, würde wissen, dass es unverzeihlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten eines Freundes zu ignorieren. Mit besten Grüßen, Udom. PS, bitte antworte. Lieber Alex, hallihallo, ich hoffe, es geht dir gut. Es war meine Freude, dich letzte Woche wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte es denn nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage, furchtbar, so unzuverlässig, so wie dein Schiff. Ich hoffe, du hast über diese Sache nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Wels-Typen. Ich will dich wirklich nicht drängen, aber ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach sagen könntest, wo er sich denn aufhält, nun, das würde unsere Freundschaft doch wirklich zugutekommen, nicht wahr? Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Wingman, dein liebster Freund Udom.
Lieber Alex, hallo, ich bin es Udom Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als ich dein Schiff aus Versehen beschlagnahmen ließ. Weißt du noch? Meine dummen, dicken Finger hatten mich mal wieder in Verlegenheit gebracht. Ich hoffe, dir sind dadurch keine zu großen Unannehmlichkeiten entstanden. Für mich war es unsere Zusammenarbeit eine echte Freude und ich bin dir so dankbar, dass du davon abgesehen hast, mich zu erwürdigen. Du bist ein wahrer Gentleman. Solltest du dich jemals wieder im Luftraum der Groundbreaker befinden? Naja, im Weltraum wohl eher. Haha, dann schau doch mal vorbei. Ich würde mich freuen. In der Lost Hope gibt es Spectrum Wodka. Vielleicht können wir uns ja mal dadurch alle Farben durchprobieren. Also lass es mal richtig die Kante geben. Gib mir Bescheid. Dein neuer Freund Udom. Ich habe es falsch vorgelesen, ne? Zurück zum Stammverzeichnis. Nachrichten für Alex Hawthorne. Die gesendeten Nachrichten. An Hugh Bedford. Kein Grund gleich rumzuschreien. Mein Terminal war kaputt. Hab viel zu viel gesoffen und was völlig runtergeschmissen. Weißt du, wie das ist? Manchmal muss man einfach mal abgehen. Egal, ich sag dir nicht, wo Wels ist. Also spar dir die Mühe. Gib mir einen Drink in der Lost Hope aus. Wenn ich das nächste Mal da bin, dann verzeih ich dir vielleicht. Ja, wow. Protokolle. Schrumpfstrahler. Was ist denn ein Schrumpfstrahler? Notiz des Captains. Notiz an mich, nicht vergessen. Nein, noch besser. Ada, erinnere mich wöchentlich an dieses Protokoll, dass bis ich dich bitte, es zu unterlassen. Ja, damit meine ich fortlaufend. Nein, Ada, nicht wenn ich tot bin. Was ist das für eine dämliche Frage? Wie dem auch sei. Ich habe mit eigenen Augen eine beeindruckend mächtige Waffe in Wels Labor gesehen. Die könnte ich mir ja einstecken, wenn der alte Kratz mal wegschaut oder sie vielleicht einfach vergisst. Vielleicht müsste ich auch bloß ein wenig netter fragen. Er nennt sie einen Schrumpfstrahler, aber er hat sie mich nicht testen lassen, nachdem ich etwas ungehalten wurde. Er sagte, er habe sich von den Erfolgen anderer Wissenschaftler inspirieren lassen, die die Grenzen des menschlichen Wissens und der ethischen Maßstäbe vor ihm gesprengt haben. Ich habe Gerüchte von derart sagenumwobenen Waffen gehört. Waffen, deren Möglichkeiten sich jenseits des Verstandes und der Wissenschaft erstrecken. Doch ich habe es nie geglaubt, dass es sie wirklich gibt. Nachdem ich aber Wels Schrumpfstrahler mit eigenen Augen gesehen habe, muss ich mich fragen, ob es nicht doch vielleicht mehr dahinter steckt. Mehr Geld. Nummer 2. Hammerhart. Das letzte Mal, dass ich mich richtig besoffen, ich meine ein paar Drinks in der Lost Hope auf der Groundbreaker genossen habe. Okay, Udom war sehr großzügig mit den Getränken, er scheint in Ordnung zu sein. Habe ich ein paar Mardets über irgendeinen irren Wissenschaftler patronieren hören, der vor ein paar Jahren behauptet haben soll, eine gewaltige Entdeckung gemacht zu haben, die die gesamte Kolonie auf den Kopf stellen könnte. Die alte Leier eben. Aber hier kommt der gute Teil. Den Mardets zufolge hat der gute Wissenschaftler die ganze Zeit über von der Macht des Hammers oder so gesprochen. Eine obskure, von einem wahnsinnigen Wissenschaftler erfundene Waffe mit einer geheimen Kraft. Das kommt mir bekannt vor. Es könnte eine weitere Waffe der Waffen sein, die Wels inspiriert haben. Und Nummer 3, die Spur führt zum Schwarzmarkt. Warum gibt Wales mir nicht einfach den Schrumpfstrahler? Möge er auf alle Zeit im Labyrinth auf Tartarus versauern. Ich möchte anmerken, dass ich mich bei ihm für meinen Ausbruch entschuldigt habe. Meine 5 Ausbrüche. Aber beim Architekten nochmal, die Waffe liegt da nur rum und setzt Staub an. Ich hätte sie einfach nehmen und mich bei ihm bedanken sollen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen oder treue Geräte zu zertrümmern. Als er mir sagte, sie sei noch nicht bereit und selbst wenn sie es wäre, würde er sie meinesgleichen nicht anvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Bin ich nicht vertrauenswürdig genug? Glaubt er, ich würde all die aufrechten und fleißigen Kolonisten einfach ausmerzen, so wie ein kompletter Psychopath? Ich gebe zu, fragwürdige Kontakte zu pflegen, aber ich folge meinen ganz eigenen strikten Code. Was gibt es daran nicht zu respektieren? Nichts, genau. Jetzt muss ich warten, bis Wels die Waffe vergisst oder glaubt, sie verlegt zu haben. In der Zwischenzeit spüre ich weitere Gerüchte über die sogenannte Wissenschaftswaffen in ganz Halcyon nach. Wenn die Gerüchte stimmen, führt meine Spur zu den Schwarzmarkthändlern auf der Groundbreaker und in Fallbrook. Suchbegriff Sam. Oh mein Gott. Erstes Ergebnis von Sam lesen. Denk dran, du hast bei deinem letzten Job eine außenanstehende Reinigungs- und Wartungsarbeit auf dem Sportplatz von Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Das könnte lustig werden. Entfernung des Werkteils Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung des für den Kampf modifizierten Ersatzteils Säurereiniger verzögert. Projektverzug ist auf 3 Monate geschätzt. Aha. Ich habe ja nichts Wichtiges zu tun. Oh, stimmt doch gar nicht. Und ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird so bald hier nicht eintreffen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe von einem Typen gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt.
der weiß, wo ich einen Zollreiniger mitgehen lassen kann. Und der für mich, für die Info, viel zu viel Kohle ausgeknüpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lagereinrichtung in Roseway geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal an das Drecksloch zurückkehre? Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren daraus. Ich hole es mir nach dem nächsten erneuten Halt in Emerald Vale. Wells will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen später. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh Gott. Bring Phineas Wissenschaftler an dich. Bringe der Groundbreaker an dich. Okay. Wow, einen Haufen neue Quests bekommen, nachdem ich jetzt schon fast eine Stunde dauert jetzt die Waffe. Das kann ich zerlegen. Brauche ich nicht. Tagebuch. Ich habe den Hauptauftrag, die freie Passage, wo ich auf die Groundbreaker muss. Groundbreaker. Waffe aus der endlosen Leere. Da brauche ich auch die Groundbreaker und die Phineas Wissenschaftswaffe. Und jetzt haben wir auf der Groundbreaker und den Zollreiniger. Aus Roseway. Okay. Das heißt, eigentlich würde ich als erstes... Wo ist Roseway? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo mein... gut, wo mein Standort ist, ist eigentlich wurscht. Ach doch, hier. Das würde mich interessieren. Ich will jetzt zu Phineas Labor gehen und dann zur Groundbreaker. Ich möchte mal ganz kurz... ich möchte... We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Nee, das passt schon. Hat's ja gut gemacht. Wir sind jetzt 5 Meter weiter geflogen gefühlt. Und jetzt nach einer großen Überlänge sagen wir jetzt Tschüss. Und schauen uns mal bei Phineas in der nächsten Folge ein bisschen um. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann.